Beschlagene Scheiben im Winter sind super nervig und genau jetzt ist die schlimmste Zeit, aber in diesem Video gibt es eine Lösung. Gerade im Winter ist es nicht nur nervig, sondern auch gefährlich, weil wir immer wirklich tiefstehendes Licht haben. Wir haben viel Dunkelheit, wir haben häufige Fahrzeuge, die mit Licht uns entgegenkommen. Das heißt, wir werden einfach geblendet und wir sehen es jetzt auch hier bei der Scheibe, die ist auch jetzt im nicht mehr beschlagenen Zustand einfach schmutzig. Das heißt, es ist ein ganz klarer Sicherheitsfaktor, dafür zu sorgen, dass die Scheiben möglichst wenig beschlagen, und dafür gibt es ein paar Maßnahmen, das zu erreichen, und auch eine Maßnahme, das vielleicht dauerhaft zu verhindern, und die müssen wir uns jetzt erstmal angucken. Aber bevor wir uns das angucken, sprechen wir erstmal darüber, was kann ich allgemein machen, um den Beschlag meiner Scheiben im Innenraum zu verhindern. Vorher die kurze Überlegung, warum beschlagen die Scheiben bei uns im Auto. Der Grund ist im Endeffekt ein ähnlicher wie im Badezimmer beim Duschen zum Beispiel. Wir haben Feuchtigkeit in einem Raum, die auf eine Kältebrücke trifft. Das bedeutet, wir haben eine kalte Oberfläche, an der die feuchte Luft kondensiert, also von gasförmig zu wasserförmig zu flüssig übergeht und sich dort niederschlägt. Das ist im Endeffekt Beschlag. Je nachdem, wie intensiv das passiert, kann es sogar zu richtigen Wasserläufern kommen. Das heißt, beschlagene Autoscheiben rühren in erster Linie von Feuchtigkeit im Innenraum. Wir sollten als allererstes versuchen, jegliche Quelle von Feuchtigkeit auszumerzen. Das bedeutet zum einen, checkt bitte regelmäßig die Abläufe von den ganzen, je nachdem von den Schiebedächern, von den Türen, also alle Wasserabläufe am Auto, dass da kein Feuchtigkeitseinbruch ist. Checkt regelmäßig die Fußräume, dass sie möglichst trocken bleiben, das heißt nicht von irgendwo Feuchtigkeit ins Auto kommt. Und zuletzt, benutzt im Winter am besten Gummifußmatten, weil die Feuchtigkeit nicht so intensiv speichern wie Stofffußmatten, wo ihr mit den nassen Füßen reingeht, und die bleiben noch wirklich stundenlang feucht. Und gerade bei älteren Autos, wo man nun mal nicht 100% verhindern kann, dass irgendwo Feuchtigkeit reinkommt durch Dichtungen und Co., macht es Sinn, sich Entfeuchtersäcke oder so eine kleine Entfeuchterboxen in den Innenraum zu stellen. Die sorgen einfach dafür, dass die Feuchtigkeit ein bisschen gebunden wird und sich nicht so stark an den Scheiben niederschlägt. Mit der Vorrede und den Maßnahmen, die wir allgemein jetzt getroffen haben, müssen wir jetzt dafür sorgen, dass die Scheibe picobello lupenrein sauber ist, denn dreckige Scheiben beschlagen deutlich intensiver als saubere Scheiben. Das haben wir euch gezeigt in unserem Video Endlich Scheiben beschlagsfrei, blenden wir euch hier nochmal ein, könnt ihr euch nochmal angucken. Da seht ihr einmal, wie wir eine Scheibe richtig so reinigen, dass sie nicht mehr beschlägt, und zeigen euch auch, dass das dann tatsächlich so ist, dass sie schon nicht mehr so doll beschlägt. Das machen wir jetzt als erstes als Vorbereitung, und dann gibt es vielleicht noch einen Lifehack, den ich mal ausprobieren will, der uns vielleicht auch gegen das Beschlagen der Scheiben schützt. Die Scheibenreinigung ist extrem wichtig, um den ganzen Schmutz zu entfernen, denn dort haftet eben der Beschlag sozusagen. Nimm dafür einfach möglichst heißes Wasser mit 1-2 Tropfen Spüli. Das Spülmittel hilft einfach, die Oberfläche zu benetzen und den Fettfilm von der Oberfläche zu entfernen. In Verbindung mit dem heißen Wasser und dem Mikrofasertuch arbeitest du mit einem Tuch vor, mit einem trockenen hinterher, und spülst das Tuch regelmäßig mindestens nach einer Scheibe wieder aus. Alle weiteren Tipps gibt es im Video Scheibenreinigen Profi vs. Hobby. Sauber sind sie jetzt und fertig bin ich auch. Ich hasse Scheibenputzen. Ne? Das Problem ist, es funktioniert jetzt erstmal nur eine gewisse Weile, weil durch meine Atemluft und die Rückstände da drin, selbst wenn ich nicht im Auto rauche, setzen sich eben wieder Rückstände an die Scheibe ab, und die Scheibe fängt irgendwann wieder an zu beschlagen. Um das zu verhindern, hilft nur regelmäßig reinigen. Es gibt aber Anti-Beschlag-Sprays, die dafür sorgen sollen, dass ich das nicht mehr ganz so oft machen muss. Und eins davon habe ich mir im Discounter geholt, und das probiere ich jetzt mal aus, ob es wirklich funktioniert. In Ordnung, schauen wir uns mal an, was das Produkt können soll und wie es funktionieren soll oder angewendet werden soll. Verhindert Beschlagung und Kondensation für Glas- und Kunststoffscheiben, für Helmvisiere, Spiegel, Brillen, Gläser etc. geeignet. Dauerhaft wirksam, finde ich lustig, hier oben steht dauerhaft wirksam, und unten weiter steht, für einen dauerhaften Schutz wird eine regelmäßige Anwendung empfohlen. Schon mal ein guter Witz, danke. Genau, dauerhaft wirksam, verhindert das Beschlagen von Scheiben im Innenbereich und sorgt so für eine klare Sicht. Das wollen wir bitte. Einsatzgebiete, ja, haben wir gerade schon durchgelesen. Verarbeitung. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei sein. Haben wir gerade sichergestellt. Materialverträglichkeit prüfen, brauchen wir bei Glas jetzt nicht unbedingt. Und dann vor Gebrauch kräftig schütteln, mit einem weichen, sauberen Tuch gründlich auf der Innenseite verteilen. Für einen dauerhaften Schutz wird eine regelmäßige Anwendung empfohlen. Also schütteln, weiches, sauberes Tuch, und das Verteilen machen wir jetzt. Mach das einfach mal so lange, wie ich das Gefühl habe, da kommt noch was aus dem Tuch raus. Jetzt wird es gleich ein bisschen, jetzt fängt es an zu stocken, das heißt, ich dosiere einmal nach. Nehmen wir mal noch mal eine saubere, frische Seite. Tuch ist wie gesagt auch ganz frisch gewaschen. Ich sehe auf jeden Fall, hier bildet sich wirklich ein Film auf der Scheibe. Gleich noch mal checken, ob der wirklich streifenfrei, schlierenfrei
zieht, weil hilft mir ja nichts, wenn die Scheibe zwar nicht beschlägt, aber ich Schlieren vom Anti-Beschlagsmittel drauf habe. Ich habe hier so schön das Gegenlicht drauf. Das heißt, ich kann jetzt mal über die Scheibe gehen und das überprüfen. Also aktuell habe ich hier wirklich einen schönen Film. Der ist wunderschön. Der ist wirklich ja, nicht so praktisch. Ich würde sagen, wir lassen ihn mal ein paar Minuten trocknen und gucken einfach mal, ob der wegzieht. Und dann sehen wir mal weiter. A few moments later. Ich habe mir gerade schon hochmotiviert ein trockenes Tuch geholt, weil ich dachte, ich muss nachpolieren, aber tatsächlich haben wir dem Produkt ein paar Minuten gegeben und es ist streifenfrei. Im Gegenlicht sehe ich es nicht, von außen sehe ich es nicht. Also das ist schon mal eine Überraschung. Ich kenne das von den Produkten, dass die häufig so einen Film auf der Oberfläche bilden, den man manchmal wegpolieren kann, manchmal eben auch nicht. In dem Fall nicht. Wir bringen das Auto jetzt raus, damit die Scheibe wieder abkühlen kann. Die ist ja jetzt hier auf Raumtemperatur, irgendwie 15, 16 Grad. Das ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ, sondern bringen es jetzt raus. In 3 Grad lassen die wieder kalt werden und dann gibt es wieder den Test. Mit dem Dampfreiniger bringen wir richtig Feuchtigkeit in den Raum und gucken mal, ob die Scheibe wieder beschlägt. Scheiben sind jetzt abgekühlt, fühlen sich wirklich kalt an. Ich habe jetzt hier meinen Dampfreiniger, der Feuchtigkeit in den Innenraum erzeugt. Und mal schauen, ob wir einen Unterschied zwischen der beschichteten oder versiegelten Scheibe und unversiegelten Scheibe sehen. Let's go! Heftiges Ergebnis, das hätte ich ja nicht erwartet. Von drin ist es noch viel krasser als von draußen. Also hier Fahrerseite wirklich neblig und hier glasklar. Also es gibt natürlich einen Übergang, ne? Also der Übergangsbereich, der wird dann schlechter, aber da, wo ich am meisten tatsächlich aufgetragen habe, weil ich da zweimal drüber gegangen bin, sieht man es wirklich glasklar. Also krasses Ergebnis, Respekt, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wow, also ich muss ja sagen, das ist jetzt schon mein 4. oder 5. Lidl W5 Produkt, oder jetzt ist ja Parkside, was ich im Video ausprobiert habe. Und das erste, was mich wirklich umgehauen hat, und zwar im positiven Sinne, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es so einen großen Unterschied macht. Also von daher, an der Stelle kann ich es empfehlen. Ich habe keine Langzeiterfahrung, ich weiß nicht, wie lange es hält, aber ganz ehrlich, das Produkt hat ein paar Euro gekostet, war innerhalb von Minuten aufgetragen nach der Reinigung, ist durchsichtig abgelüftet. Also mein erster Eindruck wirklich absolut stark. Ich würde sagen, wenn du die Chance hast, das Produkt nochmal zu bekommen im Angebot oder im Onlineshop, holst dir einfach mal für die paar Euro, kannst du es ausprobieren, ob es sich für dich lohnt. Ich werde es weiter beobachten, aber hey, das sieht doch wirklich schon mal gut aus. Schreib mir doch mal deine Geheimtipps von Lidl, Aldi und Co. von den Discountern für Autopflege in die Kommentare. Vielleicht kann ich die auch mal testen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.